Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ja, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, um meine Häkelsachen anzuschauen. Samstags kommt immer ein Video zu meinen Häkelprojekten und dienstags immer ein Video zum Diamond Painting. Nur als kleine Info am Rande. Ja, du siehst, der Tisch ist relativ voll. Ich habe 1, 2, 3 Mal neu angefangen, also neue Sachen angefangen. Und eine ganz alte Sache, die ich aber gerne noch zeigen wollte, weil das mit den 2 Sachen was zu tun hat. Und ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Am besten starte ich als erstes mit dem Pfotentuch. Zu dem Tuch kommt am Sonntag eine kleine Anleitung. Also in Tuchform und wie die Pfoten da reinkommen. Das Muster mit den Pfoten. Damit das fertig werden kann. So nach dem Motto. Ja, genau. Wie gesagt, am Sonntag kommt dazu das Video. Der Boppel, das hier häkle ich mit einer, ich glaube 3er oder 3,5er Nadel. Ich habe die Nadel rausgenommen, weil ich die anders gebraucht habe. Und ja, der Boppel wohnt hier in der Bobbelbox von Miss Pimpinella. Und das Tuch ist auch mit einem Halloween-Bobbel von Miss Pimpinella gehäkelt. Na, jetzt. Das hier, die Banderole von ihren Bobbeln haben sich geändert. Das hier ist noch eine alte aus dem letzten Jahr. Genau, das ist ein Etsy-Shop. Hier kommt ihr, glaube ich, noch auf ihren Etsy-Shop. Hat sehr schöne Sachen, auch wollige Adventskalender und alles. Also von daher kann ich nur empfehlen. Ja, wie gesagt, Sonntag kommt zu dem Tuch das Video. So, das ist der. Dann habe ich an 2 Sachen, glaube ich, nicht weiter gehäkelt. Und zwar einmal hier an meinem Hexagon. Ja, das ist noch so der Stand, wie ich es letzte Woche gezeigt habe. Mit dem abwechselnden Muster mit den Reliefstäbchen. Das kommt jetzt aber wieder mit in die Routine rein. Und dann wächst das auch wieder weiter, weil daraus wollte ich ja ein Hexagon-Kleid machen, wenn das ausreicht mit den beiden Bobbeln. Das sind einmal, also es ist diese Bobbel, heute habe ich einen Sprachfehler, die habe ich 2 Mal, Flower Moonlight, 50 Cotton, 53% Cotton, 43% Pack und einmal der Metallic Faden. Das sind 1000 Meter und wie gesagt, davon habe ich 2. Hier siehst du noch das Lot und die Farbe. Ja. Und wie gesagt, das soll ein Hexagon-Kleid werden. Es ist jetzt erst die erste Hälfte, also es dauert noch ein bisschen. Aber gut, ich habe damit keine Eile. Deswegen ist das nicht schlimm. Ja, das ist einmal der. Der wird mit einer 3,5er Nadel gehäkelt. Die auch nicht mehr dabei ist, oder? Doch, da. Ja, ne, 3er Nadel sogar. Entschuldigung, 3er Nadel. Gefällt mir auch sehr gut, wie das Helle hier in dieses Beige-Gold übergeht und dann nachher in das Braun. Finde ich sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, auch noch nicht weiter dran gearbeitet. Und auch nicht weiter gearbeitet habe ich hier an meinem
Raglan von oben mit dem Muster an der Seite. Der muss hier nur noch nach unten wachsen, aber der war diese Woche sozusagen auch auf Eis gelegt. Da ist nichts dran passiert. Den häkel ich einmal mit einer Bobbel und einmal mit dem Teddygarn, dem Unicorn. Unicorn und Mermaid kommt da noch rein. Und hier ist auch noch die Bobbel etwas zerquetscht. Die hole ich jetzt auch nicht mehr raus, sonst zerfällt mir da alles. Das ist auch Rose Garden, heißt das. Und es sind auch ca. 1000 Meter, aber ich glaube, die hier war komplett Baumwolle. Ja, 100% Baumwolle. Gut mit dem, na, mit dem Teddygarn, mit dem Glitzerfaden mit dabei, ist es dadurch, also das Oberteil nicht mehr komplett Baumwolle, aber gut. Das häkle ich auch mit einer 3,5er Nadel. Ja, aber wie gesagt, da ist auch nichts dran passiert. Dafür habe ich aber was anderes angefangen. Und zwar habe ich angefangen mit diesem Oberteil. Das wird aus Gründelgarn, häkle ich das. Das hatte ich letztes Jahr, ich glaube im Globus gekauft, wie es hier runtergesetzt war. Das ist 50% Schurwolle und 50% Polyacryl. Davon habe ich vier Knäule. Einer ist schon aufgebraucht und das ist der zweite. Was da drin ist, gehört zu der Decke gleich. Ja, und hier habe ich angefangen, den Raglan von oben, auch mit dem Muster hier an der Seite, ein bisschen abgewandelt dieses Muster, aber ja, und dazu bin ich gerade dabei, auch ein Video zu drehen. Und deswegen ist der Raglan hier einmal kurz auf Eis gelegt worden, weil ich das hier gern für dich noch fertig haben wollte. Vor Weihnachten, damit das einmal rausgeht. Einfach. Und da habe ich wirklich wieder Schritt für Schritt, wie ich oben starte und das dann nach unten wächst. Und jetzt kommen natürlich dann noch die Arme. Und also das Zusammennähen der Arme und dann nur noch nach unten wachsen, sozusagen. Ja, genau. Deswegen mache ich jetzt auch hier keine Markierung dran. Den wirst du bestimmt nächste Woche einmal fertig sehen, weil den habe ich mir vorgenommen, dass das nächstes Wochenende fertig ist. Und ich gehe dann davon aus, dass die dann in 14 Tagen kommt oder in 3 Wochen, die Anleitung dazu, weil ich muss sie noch bearbeiten und zuallererst erst einmal fertig drehen. Genau. So, jetzt sind das die 2 gewesen. So. Und jetzt komme ich zu den 2 neuen Sachen. Ich hatte ja letztes Jahr eine Decke angefangen. Ich muss mal ein bisschen Platz räumen, sonst sieht man das nicht. Also letztes Jahr Oktober hatte ich die angefangen. Die Decke, die ist mit einem Garn angefangen, das ich mir im Urlaub gekauft habe. Und das ist als Rechteck gestartet. Und es ist auch eine rechteckige Decke. Ich habe mir das Rechteck angeschlagen und habe dann in verschiedenen Mustern einfach hochgehäkelt. So.
Und die ist fertig. Das hatte ich aber noch nicht gezeigt, deswegen habe ich hier noch meinen Markierer drin gelassen. Ja, das kann jetzt dann auch raus. Also die paar Runden hier, die kamen noch dazu, dieser Abschluss mit der Kante. Und ja, sie ist mega groß, sie ist auch schwer, weil sie doppelt gehäkelt ist. Also ich habe sie aus 2 Garnen gehäkelt. Einmal aus dem Urlaubsgarn. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den noch da drin habe. Ja, also das hier hatte ich mir im Urlaub gekauft damals und habe das zusammengenommen mit Holla die Waldfee, dreifädig, 1000 Meter von Miss Pimpinella. Die 2 sind hier im Start sozusagen drin. Und dann siehst du ja hier den Wechsel von den Grüntönen und hier ist von Gründel das Cotton Blend drin. Auch ein paar Knäule. Das Cotton Blend finde ich jetzt auch gar nicht mehr bei uns im Geschäft. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo online noch kriege. Ja, mal gucken. Und das war 50 Baumwolle und Tensil, 50 Tensil. Ja, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich, reingewandert. 7 Knäule. Und noch ein ganzer Knäuel von Holla die Waldfee. Also, ja. Hat ganz gut gepasst. Beim Cotton Blend ist ein bisschen was übrig geblieben. Es kann aber auch sein, dass mir hier von dem Gründelgarn Banderolen fehlen, weil ich war der Meinung, ich hatte da mehr. Aber nicht mehr hier in meinem Tütchen. Und das Ganze habe ich mit einer 4er Nadel gehäkelt. Und weil mir da ein paar Muster sehr gut gefallen haben, von der Decke hier, und ich letzte Woche ja so Lust hatte auf Grannies, bin ich hingegangen und habe Grannies gestartet. Und zwar einmal dieses. Das ist ein Garn von den Märchengarn, ein Vierfachgarn, 380 Meter. Ja, Zusammensetzung steht jetzt hier nicht drauf, aber da ist wahrscheinlich 50 Baumwolle, Acryl und durch das Glitzer hier drin auch, ja, Plastik würde ich sagen. Genau, so. Und da habe ich dieses Granny gestartet. Es ist ein super einfaches Reliefstäbchenmuster und das einfach nach oben gehäkelt. Die Ecken habe ich ein bisschen anders gehäkelt. Also auch wie immer 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Aber die Ecken habe ich nicht als, hier siehst du es, nicht als Reliefstäbchen gehäkelt. Nur hier vorne den Teil. Und deswegen sieht das auch so ein bisschen aus, als würden die Ecken so hoch stehen. Aber es ist überall die gleiche Maschenanzahl. Das kommt halt nur durch die Reliefstäbchen, dass das so ein bisschen verzogen aussieht. So, die Decke schiebe ich mal kurz rüber. Das Ganze hier häkle ich mit einer 4er Nadel. Und ich mache so circa 20 bis 30 Reihen. Da muss ich mir noch Gedanken machen, das weiß ich noch nicht, wie viel ich da mache an den Reihen. Das schaue ich noch.
Denn ja, ich wollte ja ein paar mehr Grannies machen und dann schaue ich mir das Ganze mal an, wie das so läuft. Aber sieht schon lustig aus. Das sieht aus wie so ein kleiner Stern, der so rund läuft. Ja, aber wie gesagt, ein super einfaches Muster. Und das habe ich jetzt gestartet die Woche. Und dazu auch gleich zu dem Muster eine kleine Anleitung mit aufgenommen. Ja, so, dann mache ich da gleich mal den Schwan rein. Dass man da sieht, was noch dazu gekommen ist. Ja, und zu diesem hier, Granny, habe ich auch noch gestartet. Ein anderes. Und zwar hier aus diesem Garn, auch von dem Märchengarn, das hatte ich dir letzte Woche gezeigt. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Das ist der Rost Unibobbel. Und der hat 200 Gramm, 3er bis 4er Nadel geeignet. Häkel ich auch mit der 4er Nadel. Und da habe ich auch gleich angefangen, das Muster mit aufgenommen, wie ich hier gestartet habe, das Granny angeschlagen habe. Aber wie gesagt, das muss noch bearbeitet werden, alles, also ein bisschen was gemacht werden. Und auch hier das gibt es dann als eine kleine Anleitung. Das ist dasselbe Muster wie bei meinem Hexagon, damit das Muster sozusagen auch mal, damit ihr das Muster auch nachhäkeln könnt sozusagen, oder du. Ja, genau. Ganz einfach, ganz schnell. Und hier sollen dann auch die Maschen wachsen sozusagen. Ich habe jetzt gar keinen, doch, Markierer wollte ich schon sagen, aber ich habe ja einen Markierer. Ach, da. Muss noch der Markierer rein und der Halter sozusagen. Da nehmen wir mal den. Und hier. Damit mir die Masche nicht so aufgeht. Ja. Dazu, wie gesagt, gibt es dann auch die Anleitung. Dann hat man das Muster wenigstens schon mal. Und die Grannies gehen ja auch definitiv schneller zu häkeln. Ja, ich weiß nur noch nicht, was ich daraus mache. Oh, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Mal schauen. Mal gucken. Ja. Aber wie gesagt, zuerst kommt jetzt das Pfotentuch, dann kommt der Raglan von oben und danach kommen erst hier die Grannies. Ich werde hingehen, ich werde noch ein paar mehr häkeln und von jedem Granny wollte ich dann ein kleines Anleitungsvideo machen. Denn ich habe hier in der Decke auch ein paar mehr Muster gehäkelt und ich finde halt die Muster sehr schön. Und da dachte ich, kann ich aus diesen Mustern auch einfach Grannies häkeln. Ja, und das dann vielleicht zu einer Decke zusammen häkeln oder was anderem. Aber ich tendiere eher zur Decke, weil ich habe dieses Jahr ja nur die rosane Decke gemacht. Und ich hätte gern ja, irgendwie noch eine Decke. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass das die Grannies hier zu einer Decke werden. Aber vielleicht hast du ja auch noch eine Idee, was man machen kann. Dann kannst du mir das gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kriege ich das ja auch hin. Mal schauen. Ja, das
waren jetzt die Projekte von der Woche. Nicht ganz so viel, aber trotzdem ein bisschen was. Und ja, mal schauen. Das andere Paket, was ich noch habe, wo ich ja die Wollreste oder Wolle zweiter Wahl habe. Moment, ich hole es mal gerade. Das habe ich noch komplett zu. Das hatte ich ja noch mitbestellt bei den Märchengarn. Das ist auch noch komplett verschlossen. Und ich würde sagen, damit das Video hier jetzt nicht so lang wird, würde ich das in einem gesonderten Video einfach auspacken. Ich bemühe mich, dass das jetzt die Woche dann noch, oder jetzt die Woche ja nicht mehr, sondern am Donnerstag vielleicht, dass das Donnerstag online gehen kann. Aber wie gesagt, ich muss es erst noch auspacken. Es kribbelt mir schon in den Fingern, aber ich möchte das mit dir zusammen auspacken und deswegen ist das auch noch wirklich komplett, also wirklich komplett, so, ja, es ist komplett noch geschlossen. Nirgends aufgemacht, nirgends reingeschaut, ups, Entschuldigung, es ist noch komplett zu. Ja, also da gehe ich auch noch dran. Ja, ich hoffe, du bist dann dabei. Würde mich natürlich freuen. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon von mir. Ich hoffe, du hast noch ein wunderschönes Wochenende. Dir geht es gut. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!